Also eine wichtige Erkenntnis ist, dass das Gehirn sehr viel veränderbarer ist, auch im Erwachsenenalter noch, als wir vor einer Weile noch vermutet haben. Und das heißt, alle Entscheidungen, alles, was wir tun, beeinflusst auch das Gehirn. Wenn ich eben für mich sage, okay, ich nehme mir jeden Tag ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, was Positives in meinem Leben ist, wofür bin ich eigentlich dankbar heute an dem Tag, verändert das Gehirn. Und das, finde ich, ist eine ganz positive, mutmachende Nachricht auch und eine, die uns eben irgendwie daran erinnert. Nichts ist so fest, vielleicht wie wir vermuten, sondern wir können ganz viel tun. Hallo. Hallo. Morgen. Morgen. Ich bin Philipp Kanzke, Professor für klinische Psychologie und behaviorale Neurowissenschaft hier an der TU Dresden. Und ja, hier sitzen wir. Wir können mal mein Büro anschauen. Seit wann bist du heute auf den Beinen? Seit 7:45 bin ich jetzt hier. Okay, genau. So, da sind wir. Herzlich willkommen. Ja, schön. Vielen Dank, dass wir dich begleiten dürfen diesen Tag. Was steht denn heute bei dir an? Wie sieht denn dein Arbeitstag heute aus? Also, es gibt eine Reihe von Meetings. Dazu gehört eins in unserer Universitätsambulanz. Da können wir als erstes hingehen. Danach gibt es ein Verwaltungstreffen hier, ein Projekttreffen für ein Forschungsprojekt. Und wir haben so eine kleine Leitungsrunde hier mit den Professoren am Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie. Dann gehen wir auch nochmal in das Neuroimaging Center, wo viel unserer Forschung stattfindet. Da steht der MRT-Scanner, der uns erlaubt, so neuronale Aktivität zu testen. Und da findet auch noch eine Messung statt. Gut, dann ich würde noch eine E-Mail schreiben und ein bisschen mein Zeug zusammenpacken und dann können wir rübergehen in die Ambulanz. Super. Warum bist du Neurowissenschaftler geworden? Was fasziniert dich daran? Ich habe eigentlich Psychologie angefangen zu studieren, weil ich Psychotherapeut werden wollte. Und es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich vorher Zivildienst gemacht habe und da war ich in der Neurochirurgie im Operationssaal. Also ich habe da ganz viele Gehirne gesehen und habe aber irgendwie diesen Beruf des Neurochirurgen so als sehr am Menschen, wenig mit dem Menschen erlebt und hatte mehr Lust darauf, mit den Menschen was zu machen. Aber irgendwie eine Faszination fürs Gehirn war dann schon da und im Studium, je mehr ich darüber gelernt habe, desto faszinierender fand ich es dann. Und das hat ja mehrere Bestandteile des Gehirns. Das ist wirklich ein irres Organ von unglaublicher Komplexität und das macht es einfach total interessant irgendwie. Wie kann so ein Organ sowas wie Verhalten, Gefühle, Erleben, Bewusstsein und so weiter hervorbringen. Und habe eben die Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht und promoviert und so hat das dann alles zur TU Dresden geführt am Ende. Was sind denn die Schwerpunkte deiner Forschung? Bei uns geht es viel um soziale Prozesse, also wie Menschen miteinander interagieren. Wir können das ja eigentlich ziemlich gut. Also in den meisten Fällen ist ja erstaunlich, wie gut Familien dann doch funktionieren sollen. Es gibt immer mal Streit und dies und das. Wie kriegt unser Gehirn das eigentlich hin, so komplexe Dinge wie soziale Interaktion gut zu managen? Und dann gibt es natürlich aber die Momente, wo es eben schwierig wird, wo es schief geht. Und da sind ein paar Prozesse besonders wichtig. Die Fähigkeit, sich einzufühlen in andere und einzudenken. Und wir versuchen halt besser zu verstehen, wie das Gehirn die hervorbringt, wie die verändert sind bei Menschen mit psychischen Störungen zum Beispiel oder wie Veränderungen in diesen sozialen Prozessen auch dazu führen, dass Leute eine psychische Störung entwickeln und auch, wie wir es verbessern können. Wir können zum Beispiel sehr gut trennen, die Fähigkeit, sich einzudenken und einzufühlen. Was wir sehen, ist, dass bei Menschen mit Autismus zum Beispiel insbesondere die Fähigkeit, sich so einzudenken, problematisch ist, wohingegen bei Menschen, die Richtung antisoziale Persönlichkeitsstörungen oder Psychopathie auch gehen, dass da eher die Fähigkeit, sich einzufühlen, nicht so stark ausgeprägt ist. Wir laufen jetzt zur Universitätsambulanz, in der ihr Psychotherapien durchführt. Was hat es damit auf sich? Wie kam es dazu? Die Ambulanz ist angedockt sozusagen an das Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie und das ist aus zwei Gründen ganz wichtig. Zum einen für die Lehre. Die Studierenden, die hier den Masterstudiengang klinische Psychologie und Psychotherapie machen, haben ganz viele praktische Inhalte auch, wo sie direkt in die Diagnostik oder in die Therapie mit den PatientInnen eingebunden sind. Und wir haben ja auch das Ziel, die Therapien, die Psychotherapie zu verbessern. Und da entwickeln wir ständig neue Module, neue Ansätze, die wir sozusagen an die Psychotherapie dann noch mit anfügen und Studien durchführen, in denen wir gucken, ist das wirklich noch effektiver als die Psychotherapie an sich schon. Guten Morgen. Also das ist unsere Anmeldung hier. Hier kommen die Patienten rein, die Karte wird eingelesen und Terminabsprachen werden hier gemacht.
Ja, und Annika empfängt uns heute. Annika ist Postdoktorandin an der Professur und auch Psychotherapeutin hier an der Hochschule Ambulanz und wird uns einen Therapieraum zeigen. Genau. Wie läuft so eine Behandlung ab? Also die Personen melden sich in der Anmeldung, dann kriegen sie einen Diagnostiktermin. Wenn sie den Diagnostiktermin wahrgenommen haben, gibt es nochmal ein Rückmeldegespräch zu den potenziellen Diagnosen und es wird überlegt, ob überhaupt eine Therapie notwendig ist oder indiziert ist. Wenn das der Fall ist, dann kommen sie erstmal auf die Warteliste. Das dauert dann erstmal eine Weile und einer der Haustherapeutinnen übernimmt die Person dann und dann gibt es die sogenannten probatorischen Sitzungen. Also das sind so 4 bis 5 Sitzungen, wo man sich erstmal kennenlernt, eine therapeutische Beziehung aufbaut, nochmal ein bisschen Diagnostik macht, schaut, in welche Richtung es so gehen könnte und danach entscheidet man dann, findet eine Therapie statt oder nicht und dann sind es 12 Sitzungen erstmal und dann kann man in der Verhaltenstherapie nochmal 12 Sitzungen und dann nochmal 36 Sitzungen beantragen, je nachdem, wie der Therapieprozess so läuft. Man hört und liest ja immer, dass es relativ hohe Wartezeiten gibt für Menschen, die einen Psychotherapieplatz suchen und benötigen. Wo seht ihr darin die Gründe und wie lässt sich das vielleicht auch künftig beheben? Also ich denke, es gibt mehrere Aspekte, die zurück sind. Das eine ist, dass Psychostörungen einfach ziemlich prävalent sind, sagt man, also relativ häufig vorkommen. Sie gehören zu den häufigsten Erkrankungen. Das ist was, glaube ich, so nach und nach auch erst in der Gesellschaft so richtig ankommt, dass das so ist. Und das führt auch dazu, dass Menschen eher bereit sind, auch eine Behandlung dafür aufzusuchen. Was gut ist, denn sie sind behandelbar. Psychotherapie wirkt, auch wenn wir immer noch dran sind, sie zu verbessern, aber sie wirkt. Und die Nachfrage ist dadurch einfach groß und es gibt einfach nicht genügend Psychotherapeuten, die das anbieten können. Das hat damit zu tun, dass es geregelt ist, wie viele dürfen sich in einem bestimmten Bereich niederlassen. Da sind die Kassen und das gesetzlich sozusagen gibt es da Regelungen, wie viel das eben sein dürfen und das ist wahrscheinlich einfach nicht genug, um das abzudecken. Was ist das hier für ein Raum? Genau, also wir behandeln ja hier auch Kinder und Jugendliche. Das heißt, die Räume hier sehen einfach ein bisschen anders aus. Je nach Alter wird hier eben auch gespielt, auch zu Therapiezwecken gespielt. Das ist auch immer ein ganz gutes Diagnostik-Tool zu schauen, so wie spielen Kinder. Und das heißt, die Räume sind hier einfach ein bisschen aufgelockerter, dass sich die Kinder auch ein bisschen wohlfühlen. Ja. Vom Puppenhaus über den Tischfußball bis zu allen möglichen Gesellschaftsspielen ist alles da. Genau, ein Plan ist auch, dass wir eine Eltern-Kleinkind-Sprechstunde demnächst starten wollen. Das ist Annalena Zietlow, die Professorin für klinische Kinder- und Jugendpsychologie, die auch in dem Bereich forscht. Was wir eben zum Beispiel wissen, ist, dass wenn Eltern eine psychische Störung haben, dass sich das auch das Interaktionsverhalten mit den Kindern auch überträgt und dass sie dann ein höheres Risiko haben, auch selber eine psychische Störung zu entwickeln. Und da ist eigentlich ganz wichtig, dass man eben die Eltern auch mitbehandelt, nicht nur das Kind dann, was dann irgendeine Auffälligkeit zeigt, sondern dass man es zusammen macht. Wie gelegt es soll sozusagen die Erkenntnisse aus der Forschung hier in die Therapien einfließen zu lassen? Der Weg ist der, dass wir in der Forschung besser verstehen über Grundlagenforschung auch oft, wie bestimmte Mechanismen aussehen, vielleicht auch wie sie veränderbar sind. Und dass wir dann sagen, okay, und das wollen wir jetzt übertragen auf Menschen mit einer bestimmten Diagnose. Dann entwickelt man eben eine Möglichkeit, wie man die Intervention gut übertragen kann auf Menschen mit einer psychischen Störung und dann wird das in die Therapie mit eingebracht und in den Therapiestudien wird das dann verglichen mit einer Kontrollgruppe, die vielleicht die Standardtherapie bekommt und man schaut, vielleicht führt es zu einer schnelleren Verbesserung oder zu einer stärkeren Verbesserung oder langfristigere Effekte. Das sind so die Haupt-Outcome-Maße, die uns interessieren. Was ist das Spannendste an deinem Job und was vielleicht auch das Anstrengendste? Also für mich am spannendsten sind 2 Dinge, würde ich sagen. Das eine ist, ich kann immer wieder neue Fragen stellen. Dadurch ist es immer wieder was anderes. Die Beantwortung einer Frage ergibt meistens auch die nächste. Also es ist ein sich stetig verändernder Job, der auch ganz vielfältig ist. Ne? Also beinhaltet Interaktion mit ganz vielen verschiedenen Menschen, Studierende, Doktorandinnen, Postdoktorandinnen und so weiter. Also das macht mir einfach auch Spaß. Und das Anstrengendste ist, dass es ein Job ist, der es unmöglich macht, alles so, also die Vielzahl der Dinge, die zu tun ist, die eben auch so reizvoll ist, die ist schon manchmal so ein bisschen erdrückend so und da muss man sich irgendwie davor schützen, dass einen das niederdrückt und eher ein bisschen fokussieren auf die Dinge, die wirklich Spaß machen und so weiter und sich davon nicht so überwältigen lassen. Genau, und jetzt könnte man noch mal in das Neuroimaging
Center gehen, Sehr gerne. wo der MRT-Scanner ist, mit dem wir Hirnaktivität, Hirnstruktur untersuchen. Sehr gut, ich bin gespannt. Was ist zu beachten, wenn man sozusagen in den Scanner geführt wird? Also der wichtigste Aspekt ist erstmal, dass man wirklich kein Metall mehr im Körper hat. Deswegen bekommen die Leute ja auch so eine extra Kleidung an. Jetzt bekommt Andrea noch Ohrstöpsel rein, weil es auch sehr laut ist leider. Das gehört dazu hier. Ja, und das ist auch noch interessant. Und zwar kommt jetzt vor das Gesicht sozusagen noch so ein Spiegel. Und zwar kann Andrea dann in dem Spiegel das sehen, was wir hier auf dem Rechner hier draußen ihr präsentieren wollen. Worum geht es da jetzt in der aktuellen Studie? Es geht um Empathie und Perspektivenübernahme auch tatsächlich. Und da haben wir wie so kleine kurze Videogesprächsausschnitte, die die Probanden dann im Scanner sehen, die halt emotional sind, zum Beispiel, wo man sich einfühlen kann oder wo man die Perspektive der Person, die erzählt, übernehmen kann. Before we're gonna start the next sequence, are you still okay in there? Yeah, everything okay. Perfect. You can just relax and we'll run the sequence for a couple of minutes and then I'm gonna get back to you after that. Okay. Cool. All right, then we'll get started. Genau, also erst kommt so ein Name und dann kommt das Video der Person, die was kurze Lebensepisode erzählt und genau danach schätzen sie eben ein, wie sie sich fühlen, die Probanden. Und wenn man einschätzt, dass man sich nach einer sehr negativ emotionalen Geschichte zum Beispiel auch ein bisschen negativer fühlt, dann würden wir sagen, okay, die Person teilt empathisch das Gefühl der Person. Und dann kommt noch eine Frage, die sehen wir jetzt, wo es darum geht, kann man sich eindenken in das, was die Person eigentlich meint. Alle 1,4 Sekunden sozusagen macht er jetzt ein Bild vom ganzen Gehirn. Und das sieht man dann hier unten, die ganzen Schichten, die da erhoben werden. Die geht halt schnell, aber ist nicht so genau. Und deswegen brauchen wir auch immer so eine anatomische Aufnahme, auf die wir dann diese ungenauen mappen können, um zu wissen, wo genau das ist. Wie lange dauert normalerweise dann die Auswertung von so einem Experiment? Also wir bekommen pro Proband eine riesen Datenmenge raus, also eine Messung von einem Experiment, was ungefähr 40 Minuten dauert. Da haben wir wahrscheinlich ungefähr 1,5 GB Daten und die müssen wir dann eben sehr kleinschrittig vorverarbeiten. Das dauert pro Proband wahrscheinlich ungefähr 4 Stunden. Meistens arbeiten wir mit Datensätzen, die vielleicht 120 bis 150 Probanden beinhalten. Wenn wir das für alle machen, dann rechnet das schon eine Woche oder sowas. Nutzt ihr dafür auch Hochleistungskapazitäten an der TU Dresden? Genau, die TU Dresden hat ein sehr gut ausgebautes Hochleistungsrechenzentrum, was wir auch mit benutzen können. Das ist natürlich super, wenn wir das benutzen dürfen. Und da braucht es dann einen Bruchteil der Zeit. Wie sieht es denn aus, wenn ihr die Daten ausgewertet habt? Was kann man daran erkennen? Was sieht man da? Also wir können zum Beispiel bestimmte Vergleiche machen und können da zum Beispiel Geschichten vergleichen, die emotionaler sind mit Geschichten, die weniger emotional sind und sehen dann, inwiefern das Gehirn darauf reagiert, dass Emotionen in den Videos steckt. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel hier diesen Vergleich. Da ist jetzt hier zum Beispiel die anteriore Insel, nennt sich dieser Teil. Der insuläre Kortex, das ist der Part hier. Und der anteriore Teil, der vordere Teil, der reagiert eben stark auf emotionale Situationen. Und den sehen wir hier auf beiden Seiten, beiden Hemisphären, wie man das sagt beim Gehirn, dass der aktiv ist. Sehen wir, dass zum Beispiel auch noch Teile von den medialen präfrontalen Kortex aktiv sind. Das ist dieser Bereich hier vorne oder auch Teile hier im supramarginalen Gyrus. Das ist eigentlich für so komplexere Funktionen immer der Fall, dass nicht nur Einzelregionen das umsetzen, sondern dass es eben ein Netzwerk aus Regionen ist und die anteriore Insel, die ist eben ein ganz kritischer Bestandteil dieses Netzwerks. Das ist dann eine Aktivität. Genau. Was wir eigentlich messen mit dem MRT ist, wohin fließt gerade das viel sauerstoffreiches Blut. Immer wenn Nervenzellen aktiv sind, dann weiten sich da die Blutgefäße ein bisschen und dann kann mehr Blut dahin, weil die eben auch mehr Sauerstoff verbrauchen. Das messen wir und daraus erschließen wir uns dann, okay, diese Region muss ja aktiv gewesen sein. Was wir uns jetzt hier anschauen, ist nicht nur, welches Netzwerk reagiert eben auf Emotionen anderer, also lässt uns mitfühlen mit den anderen, sondern wenn die Personen dann darüber nachdenken, was könnte die Person, die mir gerade was erzählt hat im Video, was könnte die gemeint haben, was könnte die gerade denken,
man sich also in die Person eindenkt oder deren Perspektive übernimmt, da sehen wir tatsächlich, dass ein anderes Netzwerk an Regionen aktiv wird. Und dann können wir das eben auch vergleichen. Was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten oder auch in bestimmten Altersgruppen. Wir sehen zum Beispiel, dass die Fähigkeit, sich einzudenken mit dem sehr hohen Lebensalter, wie alle kognitiven Funktionen, ein bisschen abnimmt. Genau, und wir wollen auch untersuchen, inwiefern das zum Beispiel in bestimmten Patientengruppen verändert ist, in der Fähigkeit, sich einzufühlen und einzudenken. So, jetzt haben wir unser neues Experiment hier ausprobiert. Wir schauen uns dann an, funktioniert das einigermaßen, so wie wir das erwarten? Sind vielleicht irgendwo noch Fehler drin, die wir vorher nicht bedacht haben und passen das dann gegebenenfalls nochmal an und dann startet eigentlich die Studie. Ja, damit ist unsere Testsession hier unten erstmal zu Ende. Danke dir, Lara, für die Hilfe. Genau, bis später. Stehen bei dir denn Forschungsprojekte in der nächsten Zeit an, wo ihr euch nochmal ganz neue, ganz spannende Erkenntnisse erwartet, die ihr künftig auch in der Therapie anwenden möchtet? Also gerade gibt es eine große Verbundinitiative hier, wo die Psychologie dabei ist, aber auch die medizinische Fakultät, Informatik, die Verkehrswissenschaft und so weiter. Wir versuchen alle zusammenzuarbeiten. Das ist eine Initiative von Stefan Kiebel, der hier auch Professor für kognitive Modellierung ist an der TU Dresden in der Psychologie. Und das ist ein ganz spannendes Projekt, um ein bisschen besser zu verstehen, inwiefern Verhalten von Kontexten auch abhängt, in denen wir uns befinden. Das Gehirn macht im Prinzip die ganze Zeit darüber Vorhersagen, was als nächstes kommt. Wir können deswegen zum Beispiel Sprache so gut verstehen, obwohl die ja extrem schnell ist. Ne? Wie viele Silben produziert man in 10 Sekunden? Das sind ganz viele. Weil wir auch schon das Gehirn ständig Vorhersagen darüber produziert, wie der Satz wohl weitergeht und dann auch Verhalten dementsprechend vorbereitet, ne? Anhand dessen, was es antizipiert, was demnächst so passiert. Und da ist noch ein bisschen eine ungelöste Frage, wie das Gehirn das eigentlich schafft. Und eine Idee, wie das sein könnte, ist eben, dass es das sehr kontextspezifisch tut. Also in einigen Kontexten kommen manche Sachen gar nicht in Frage. Also ich muss mir jetzt keine Gedanken darüber machen, wie ich mich im Verkehr verhalte, weil ich ja in einem ganz anderen Kontext in dem Moment bin. Und das wollen wir einfach sehr viel tiefgründiger erforschen in diesen verschiedenen Bereichen, Medizin, Verkehrswissenschaften, für unseren Bereich eben die psychische Gesundheit auch. Da mag ein Schlüssel eben sein, dass unser Gehirn das hinkriegt, sich sehr schnell zu erschließen, wo bin ich eigentlich gerade, was ist der Kontext, in dem ich mich befinde, worum muss ich mich eigentlich gerade kümmern und ich eben nicht alle Möglichkeiten versucht vorauszuberechnen, sondern nur die gerade überhaupt eine Relevanz haben, die es irgendwann mal gelernt hat natürlich. Erwischst du dich manchmal selber auch in der Interaktion mit anderen, dass du überlegst, was geht eigentlich gerade im Gehirn vor? Nicht oft tatsächlich. Also ich bin ja einfach auch Mensch und reagiere halt, wie ich so reagiere. Vielleicht merke ich es auch an manchen Stellen, manche Sachen gar nicht mehr, ne? Weil Wissen, wenn es einmal da ist, wird es integriert und man fährt Auto, ohne es zu merken, weil man es einmal gelernt hat. Aber manchmal passiert mir das schon so, dass ich darüber nachdenke, also oder auch das bei mir selber zum Beispiel merke. Also wir wissen zum Beispiel, dass unter Stress manche Funktionen sich verändern. Und wenn ich merke, ich bin in einem Streit oder so, ne, habe ich auch so den Eindruck, die Kontrollfähigkeit hat irgendwie abgenommen. Womit könnte das jetzt zusammenhängen? Ja, dass ich dann so spekuliere. Ne? Manchmal kommt mir so ein Gedanke. Danke für die Begleitung heute und die spannenden Fragen. Ich mache mich jetzt nochmal an meinen Schreibtisch und bereite ein paar Sachen für morgen vor und wünsche euch einen schönen Tag.